ist eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de. We will look at the most famous marriage passage in all of the Bible. Wir werden uns die bekannteste Ehe-Bibelstelle heute anschauen. Like I said, we wanted to look at 22 through 32. Wie gesagt habe, wir wollten eigentlich Vers 22 bis 32 anschauen. But now we'll stop somewhere in the middle and we'll continue next week. Aber jetzt werden wir heute eigentlich nur irgendwo in der Mitte stoppen und dann nächste Woche weitermachen. But if we start looking at this passage here that's before us, wenn wir uns jetzt aber diese Passage anschauen, we need to consider what went before. Müssen wir daran denken, was davor passiert ist. Because if you remember, back in the first 3 chapters of the book of Ephesians, Paul is speaking a whole lot about our identity. Vielleicht erinnert ihr euch, in den ersten 3 Kapiteln von Epheser spricht Paulus sehr viel über unsere Identität. And who we are in Jesus Christ. Und wer wir in Jesus Christus sind. And what he has done for us. Und was er für uns getan hat. Now, only in the last 3 chapters, he starts talking about what we should do for Jesus. In den letzten 3 Kapiteln fängt er an, darüber zu sprechen, was wir für Jesus tun sollen. Or I should rephrase that, because we cannot do anything for Jesus, but what we can do alongside him. Muss ich eigentlich nochmal anders sagen, wir können nichts für Jesus machen, aber das, was wir mit ihm machen können. But an seiner Seite. Yeah, in the first 3 chapters he's talking about our blessings that we have. In den ersten 3 Kapiteln spricht er über die Segen, die wir haben. And you got to remember, we're taking it. I mean, I don't know how long we've been in this book now, but we're taking it week by week, right? Und ich weiß gar nicht, wie lange wir in diesem Buch jetzt schon sind, aber wir lesen es ja Woche für Woche. But the letter to the Ephesians is a letter. Aber der Brief an die Epheser ist ein Brief. You know, they were supposed to read it in one sitting. Sie sollten es an einem Tag lesen. You know, talking about their blessing, and now we come to the very practical part. Zuerst sollten sie darüber sprechen, über ihre Segen und dann über die ganz praktischen Aspekte ihres Lebens. And it's going to be very practical today. Und so wird es auch heute sehr praktisch werden. The context that we're reading this in Ephesians 5 is to live worthy. Der Kontext jetzt von Epheser 5 hier ist, dass wir würdig leben sollen. It always tells us to walk worthy. Es sagt immer, dass wir würdig wandeln sollen. But remember, that's a Christian niche term. It really means to live a worthy life. Das ist einfach nur ein sehr christlicher Begriff. Es bedeutet einfach, dass wir würdig leben sollen. And remember what we said previously. In order to live worthy of Jesus Christ, we have to be filled with the Spirit. Und erinnert euch daran, was wir zuvor gesagt haben. Wenn wir würdig leben sollen, müssen wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. And then in the earlier verses, he tells us how that is supposed to look. How does a Spirit-filled life look? Und dann in den vorigen Versen hat er uns gezeigt, wie so ein geisterfülltes Leben aussieht. And then we came last time to verse 21. Dann haben wir letzte Woche Vers 21 uns angeschaut, where he's telling them that they were supposed to submit to one another. Wo er ihnen sagt, dass sie sich einander unterordnen sollen. He says it here in verse 22. Verse 21 it is. Submitting to one another out of reverence for Christ. Sagt es hier in Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. So the context that we're starting with today is this team mentality. Also der Kontext, in dem wir das Ganze jetzt angehen, ist so eine Teammentalität. To put the interest of the team that I'm on first. Die Interessen des Teams, auf dem ich angehöre, zuerst an erster Stelle zu packen. Not my own interest, but the team's interest. Nicht meine eigenen Interessen, sondern die des Teams. And now we come to verse 22. Und jetzt kommen wir zu Vers 22.
And it says here, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Und da steht dann, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. If we really understand what this passage is telling us, Wenn wir wirklich verstehen, was diese Passage bedeutet, then this has the potential and this will change our marriages and our future marriages. dann hat es das Potenzial und es wird unsere Ehen und unsere zukünftigen Ehen verändern. The question that we want to ask today and next week is this. Die Frage, die wir uns heute und nächste Woche stellen wollen, Is there something distinct in a Christian marriage? gibt es etwas Besonderes in einer christlichen Ehe? Is a Christian marriage supposed to look different from a normal pagan marriage, I want to say? Soll sich die christliche Ehe, soll die anders aussehen als die von Heiden? Now there's a lot of good books on marriage. Es gibt viele gute Bücher über Ehe. And they all have a lot of good tips in them. Und es gibt viele gute Tipps in diesen Büchern. It's good hints to change something possibly in your marriage. Es sind gute Vorschläge, um etwas in der Ehe zu ändern. And we do premarital counseling. Wir machen auch voreheliches Beratung oder Ehevorbereitungskurs. Ehevorbereitungskurs. And we give a lot of good. We talk about certain topics, and it's important to give those hints. Und wir sprechen über bestimmte Themen und es ist sehr wichtig, diese Vorschläge zu machen. Also, ja. We talk about communication in the marriage. Wir sprechen über Kommunikation. Books will tell you to have a date night. Bücher werden euch vorschlagen, dass ihr einen Tag habt, wo ihr gemeinsam ausgeht. It's all good hints to do. Das sind alles gute Vorschläge. And they're definitely worth doing. Und sind es wirklich wert, sie auch zu tun, umzusetzen? But we want to ask a different question. Does Jesus in my marriage and in your marriage or your future marriage make a difference? Aber wir wollen eine andere Frage stellen. Macht Jesus in unserer und in deiner und deiner zukünftigen Ehe, macht er dort einen Unterschied? And I can give you the answer right now. Yes, he does. Und ich kann jetzt schon die Antwort geben. Ja, das macht er. So let's pray. Lass uns also beten. No. There's a little bit more to say in 13 pages of notes. Es gibt noch ein bisschen mehr in diesen 13 Seiten von Notizen, die ich sagen möchte. So Paul starts out by addressing the wives. Paulus fängt hier an, die Frauen anzusprechen. And for once I was like, Paul, could you have just started with the men? Und ich habe mir nur gedacht, ach Paulus, hättest du nicht mit den Männern anfangen können? But why does Paul address the wives first? Warum fängt er zuerst an, die Frauen anzusprechen? Well, it's obvious because the wives are the bigger problem in the marriage. Natürlich ist es, weil die Frauen das größte Problem in der Ehe sind, oder? No, I'm kidding. Nein, das macht nur Spaß. It's not because of that. Es ist nicht deswegen. It's also not because he's a gentleman and he wants to put the ladies first. Ist auch nicht, weil er irgendwie ein Gentleman ist und die Ladies, die Frauen zuerst Ladies first sagen möchte. No, it's because he was already on the point of submission. Nein, sondern weil er bereits dieses Thema der Unterordnung angesprochen hatte. He's just continuing his thought from verse 21. Er geht nur damit weiter, sein Gedankenlauf, der geht einfach nur weiter. Where he tells us to submit to one another, each one. In Vers 21 sagt er, dass wir uns jedem unterordnen oder einander unterordnen sollen. That is very general. That's a very general, broad idea that he's presenting to us. Das ist eine sehr allgemeine, weite Idee, die er uns da zeigt. And now he's going a little deeper into that thought. Und jetzt geht er ein bisschen tiefer in diesen Gedankengang rein. He's telling us, submit to one another in the church. Er sagt uns, dass wir uns einander in der Gemeinde unterordnen sollen. And now he's telling the wives, okay, now wives, if you're supposed to submit to one another in the church, don't leave the home out. Und dann sagt er den Frauen, hey, wenn ihr einander euch unterordnen sollt in der Gemeinde, dann lasst das Zuhause nicht außen vor. In other words, don't wear a mask. Mit anderen Worten, tragt keine Maske. So often we tend to do that, right?
Häufig machen wir das, oder? You know, we're one person at home and we're a totally different person at church. Zu Hause sind wir die eine Person und dann in der Gemeinde sind wir eine komplett andere Person. And he's telling the wives, don't do that. Und er sagt den Frauen, macht das nicht. So he tells them to submit. Und deswegen sagt er ihnen, dass sie sich unterordnen sollen. Now what does submit really mean? Was bedeutet Unterordnung wirklich? Submission is a military term actually. Unterordnung ist eigentlich ein militärischer Begriff. It really means under rank. Bedeutet eigentlich, dass man unter einem Rang ist. It says that there's an authority over you. Das bedeutet, dass da eine Autorität ist, die über dir steht. You're part of a team. Du bist Teil eines Teams. And your needs, your wants are not more important than the team. Und deine Bedürfnisse, die Dinge, die du möchtest, sind nicht wichtiger als die des Teams. And we kind of understand that idea, okay? We get what he's talking about. Und wir verstehen diese Sache eigentlich so. Worüber er spricht, das verstehen wir so ein bisschen. We have no problem submitting to God. Wir haben kein Problem damit, uns Gott unterzuordnen. No problem to say, okay, God, you're over me and I submit to your will. Kein Problem damit zu sagen, okay, Gott, du bist über mir und ich ordne mich deinem Willen unter. Generally speaking, we have no problem submitting to the police. Und generell haben wir eigentlich auch kein Problem, zum Beispiel uns der Polizei unterzuordnen. Or the law in general. Oder ganz allgemein dem Gesetz. You know, there's a law and, okay, I have to submit it. I might, fight against it, but I have to submit it. Es gibt ein Gesetz und ich muss mich dem unterordnen, auch wenn ich vielleicht dagegen kämpfe, aber ich muss mich dem unterordnen. I want to make one point absolutely 100% clear. Ich möchte hier einen Punkt auf jeden Fall 100% klar machen. Submission does not mean inferiority. Unterordnung bedeutet nicht Minderwertigkeit. It doesn't mean that the wife is less than the husband. Das bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist als der Ehemann. It's only speaking about a rank. Es spricht nur von einer Rangfolge, von einem Rang. Man is never greater than woman. Der Mann ist niemals größer oder besser als die Frau. And we should understand that as Christians. Und als Christen sollten wir das wirklich verstehen. Because who are we following? Denn wem folgen wir denn? We follow Jesus, right? Wir folgen Jesus, oder? Now, is Jesus less God than God the Father? Ist Jesus jetzt weniger Gott als Gott der Vater? No, not at all. Nein, überhaupt nicht. Jesus and the Father are one. They're equal. Jesus und der Vater, die sind eins. Sie sind gleichgestellt. But still, when Jesus was on this earth, he submitted to the Father's will. Aber trotzdem hat sich Jesus dem Willen des Vaters untergeordnet, als er hier auf der Erde war. If there's any other way, then let this cup pass by me. Wenn es auch einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Becher den Kelch an mir vorbeigehen. But your will be done. Aber dein Wille geschieht. Jesus knew what it was to submit, even though you're equal. Jesus wusste, was es bedeutet, sich unterzuordnen, auch obwohl sie gleichgestellt sind. The English gives a good explanation as well. Submission. Das englische Wort für Unterordnung, Submission, ist auch ein schönes Beispiel dafür. Sub means under. Sub bedeutet unter. Under the mission. Unter der Mission. So we put ourselves under the mission that we have in our marriage. Wir stellen uns unter die Mission, unter den Auftrag, den wir haben in der Ehe. So let's read that verse again. Lass uns diesen Vers jetzt noch einmal lesen. Verse 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. So how far does the wife's submission go? Wie weit geht also jetzt die Unterordnung der Frau? Only thus far. That far. Und nur so weit. She's only commanded to submit in the home and in some areas in the church. Sie soll sich nur
in der Gemeinde oder zu Hause und in einigen Bereichen in der Ehe unterordnen. Please understand that nowhere in the Bible does God say that women have to submit anywhere else but in those two areas. Nirgendwo in der Bibel sagt es irgendwo, dass die Frau sich in anderen Bereichen unterordnen soll als die Ehe und die Gemeinde. There's no problem that God has with successful women in the world. Gott hat überhaupt gar kein Problem mit erfolgreichen Frauen in der Welt. In politics, whatever. In Politik oder wo auch immer. It's only in the home and in the church in some areas. Es geht nur um das Zuhause und um die Gemeinde in manchen Bereichen in der Gemeinde. But also he says, as to the Lord. Aber sagt er halt auch, als den Herrn. In some other, in the Greek, in the German it says als dem Herrn, which is a bit weird. Im Deutschen steht hier als den Herrn, was ein bisschen komisch eigentlich ist. In the Greek it could also mean, wie dem Herrn. Im Griechischen könnte es eigentlich auch bedeuten, wie dem Herrn. And we will see later, next week, we will see the same word used for the husbands, and actually the German Schlachter version uses the other word, wie. Und nächste Woche werden wir das gleiche Wort auch für die Männer, also gebraucht sehen für die Männer. So we will read that again with in German with the wie as instead of the als. Genau, das übersetzt die Schlachter dann aber auch als wie. Und das werden wir nächste Woche dann also nochmal. Nein, du kannst es jetzt nochmal lesen. Ach so. Dass es ein bisschen mehr Sinn macht. Okay. So, it says as to the Lord. Es sagt hier also wie dem Herrn. Yeah. So, understanding that brings a lot of perspective into the whole thing. Das zu verstehen, wirft einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. And we want to look at that word, what that means, that phrase. Und diesen Ausdruck, den wollen wir uns jetzt anschauen, was das bedeutet. So what does it mean as to the Lord? Was heißt es wie dem Herrn? There's several wrong interpretations, I believe. Ich glaube, dass es da viele unterschiedliche falsche Interpretationen gibt. The first wrong interpretation could mean the following. Die erste falsche Interpretation könnte folgend sein. As to the Lord means as he was God himself. Wie dem Herrn könnte bedeuten, so wie er Gott war. Als ob er Gott wäre. Als ob er Gott wäre. Okay. So as to God himself. Also als ob er Gott wäre. Meaning you have to submit to your husband in everything. Was bedeuten würde, du musst dich deinem Ehemann unterordnen in allem. This talks about the extent of how far you should submit to your husband. Spricht davon über wie weit du dich dem Ehemann unterordnen solltest. But I believe it's wrong because the Bible never says that anywhere. Aber ich glaube, dass es falsch ist. Die Bibel sagt das niemals irgendwo. The Bible never says that you have to submit to another human being in the extent that you would submit to God. Die Bibel sagt niemals, dass du dich einem anderen Menschen unterordnen sollst, so viel wie du dich Gott unterordnen sollst. You know how that is called in the Bible when you do that? Weißt du, wie das heißt in der Bibel, wenn jemand das tut? Idolatry. Götzendienst. Genau, Götzendienst. If you submit to another human being or anything else in the same way that you would submit to God, you make that person God. Wenn du dich einem anderen Menschen so weit unterordnest, wie wenn er Gott wäre, dann machst du ihn zu einem Gott, zu einem Götzen. Okay, so it doesn't mean that. It doesn't mean as if he was God. Das bedeutet ist also nicht. Es bedeutet nicht so, als wenn er Gott wäre. The second wrong interpretation, die zweite falsche Interpretation, means as to the Lord means as long as my husband is doing what the Lord wants. Wie dem Herrn bedeutet, solange mein Ehemann das tut, was Gott möchte. And that would talk about the limit. Das würde dann über die Grenze sprechen. And there are limits to your submission as a woman. Es gibt Grenzen zu der Unterordnung als Frau. And we will talk about those later on. Und darüber werden wir auch später noch sprechen. But this would mean, if you say,
as long as my husband is doing what God wants, Aber zu sagen, solange mein Ehemann das tut, was Gott möchte, then who is the judge of whether or not he is doing what God wants? dann wer wäre der Richter darüber zu entscheiden, ob er das tut, was Gott möchte oder nicht? You yourself. Du selbst. So basically, what that would mean is, as long as I agree with my husband, I will submit to him. Das bedeutet also eigentlich, solange du deinem Ehemann zustimmst, solange wirst du dich ihm unterordnen. And that is no submission at all. Und das ist gar keine Unterordnung. I can tell everyone, well, if I agree with you, I'm going to submit with you, to you. I'm going with you. Ich kann das zu jedem sagen. Wenn ich dir zustimme, dann unterordne ich mich dir unter und ich gehe mit dir. But as once you tell me something that I don't agree with, I'm not going with you anymore. Aber wenn du nur einmal etwas machst, womit ich nicht übereinstimme, dann folge ich dir nicht mehr. Everybody can do that. Das kann jeder tun. And so that's not what it means either. Das ist also auch nicht Unterordnung. So it's not the limit, and it's not the extent how far it goes. Es ist also nicht die Grenze und auch nicht die Weite, wie weit es geht. No, you know what? I think it talks about the motive in your heart. Nein, sondern was ich glaube, worum es hier geht, worüber es spricht, ist das Motiv in deinem Herzen. As to the Lord speaks about your submission to God. Wie dem Herrn spricht über dein was? Your submission to God. Spricht über deine Unterordnung zu Gott. It's your Christian duty to do. Es ist deine christliche Pflicht, das zu tun. It's part of your relationship, your submission to God. Es ist ein Teil deiner Beziehung zu Gott. And I do realize that puts a lot of weight on the shoulders of you women. Und ich sehe, dass das ganz schön viel Last auf die Schultern von euch Frauen legt. Because what we're saying here is, if you fail to do that, you don't only fail your husband. Denn was wir sagen ist, wenn du hier versagst, das nicht machst, then you not only fail in your marriage to your husband. Dann versagst du nicht nur in deiner Ehe zu deinem Ehemann. No, if that is really what it means, that would also mean that it's sin and it's failing the Lord. Sondern wenn das wirklich das ist, was es bedeutet, dann würde es bedeuten, dass es Sünde ist und dass du auch versagst Gott gegenüber. So that's a very, very hard application of what that would mean. Also eine sehr krasse Anwendung darüber, was es bedeuten könnte. There's a second implication that this would bring with it. Es gibt noch eine zweite Sache, die das mit sich bringen könnte. Because it takes it out of the realm of natural inclination. Es nimmt es aus dem Zusammenhang von natürlicher Inclination. Gabe. Yeah, Gabe. I would say Gabe. Yeah. So it's not. Maybe you say, okay, I'm just not the submissive person. Also vielleicht sagst du, ich bin einfach nicht der Typ, der sich unterordnen kann. I'm just wired differently. Ich bin da einfach anders gebaut. I'm a CEO in a company. Ich bin der Chef einer Firma. I never had to submit at home. Ich musste mich zu Hause noch nie unterordnen. I'm just different. Ich bin einfach anders. But that won't work anymore. Aber das funktioniert nicht mehr. If it's your Christian duty to submit, then that's what it is. Wenn es deine christliche Pflicht ist, sich unterzuordnen, dann ist es, was es ist. And a third implication that it would have is that it has nothing to do with whether or not a husband or a wife is right or wrong. Und eine dritte Sache, die es mitbringt, ist, dass es nichts damit zu tun hätte, ob der Ehemann Recht hat oder nicht. So if you're right on an issue, wenn du also bei einer Auseinandersetzung Recht hast, then it's so much harder to submit when you know your husband is wrong.
ist es so viel schwerer, sich unterzuordnen, wenn du weißt, dass dein Ehemann falsch liegt. You know, but this takes it out of that realm. Aber das hier nimmt es aus dieser Beziehung raus. And for you that are not married yet, because this is all over your heads right now. Und für euch, die ihr noch nicht verheiratet seid und denen das alles hier über den Kopf geht, there's a fourth interpretation with this. Gibt es auch eine vierte Interpretation, die das mit sich bringt? Choose very wisely who should be your husband or not. Gib darauf Acht und handle sehr weise, wen du als Ehemann auswählst. If you cannot respect that guy, wenn du den Mann nicht respektieren kannst, now, jetzt, then how will you respect and submit to him later on in marriage? Wie willst du ihn dann später in der Ehe respektieren und dich ihm unterordnen? Choose wisely. Wähle da sehr weise. Now, this is not in my notes, but the fifth thing that we can draw from this is for us men. Der fünfte Punkt ist jetzt nicht in meinen Notizen, aber gilt an uns Männer. For the ones that are married and for the ones that are not married. Für die, die verheiratet sind und auch für die, die nicht verheiratet sind. And we will talk a little bit more about this later on. Und darüber werden wir auch später noch ein bisschen sprechen. But if this is the woman's duty, you need to make sure that you're the man that she can respect. Aber wenn das die Pflicht der Frau ist, dann musst du sicherstellen, dass du der Mann bist, den sie respektieren kann. She's supposed to follow you. You need to go. You need to lead. Sie soll dir folgen, also musst du losgehen und leiten. And we will talk way more about that next week. Und darüber werden wir auch nächste Woche noch ganz viel sprechen. The men will get their share. Männer werden auch noch ihren Teil abbekommen. So, verse 23. Vers 23. It starts with two words. For the. Es beginnt mit zwei Worten. Denn der. God realizes that it is very difficult for women to do this. Gott sieht, dass es sehr schwierig ist für Frauen, das hier zu tun. And those two words, for the. Und diese zwei Wörter, denn der. He's starting now to explain his reasoning. Why does he want this from women? Er fängt jetzt an zu erklären, sein Handeln zu erklären. Warum möchte er das von Frauen? So he's giving us reasons for this command. Er gibt uns Gründe für dieses Gebot. We already saw reasons for this command. Wir haben auch schon Gründe dafür gesehen. The first reason was that it's part of the woman's Christian obedience to the Lord. Der erste Grund war, dass es Teil des Gehorsams der Frau war, Gott gegenüber. And God is, I would say God is gracious in this. Und ich glaube, dass Gott da wirklich sehr gnädig ist. He doesn't have to explain his commandments to us. Er muss uns seine Gebote nicht erklären. I mean, he is God. Er ist Gott. He could tell us, okay, this is what I want from you, and now you go and do it. Er könnte sagen, hey, das ist, was ich von dir möchte, und jetzt geh los und tu das. No, but he starts here in verse 23 and 24 to explain why. Nein, aber er sagt in Vers 23 und 24 fängt er an zu erklären, warum. He says, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior. Now the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. So another reason for this is that the husband is the head of the wife. Also ein zweiter Grund hier ist, weil der Ehemann das Haupt der Frau ist. Head just means authority to lead. Haupt bedeutet einfach nur Autorität zu haben, zu leiten. And it's okay for us to submit to someone who is the head in general. Und allgemein ist es eigentlich okay, wenn wir uns unterzuordnen zu jemandem, der das Haupt ist. You know, we have the head of the company. You know, we would submit to the head of the company if we work for him. Wir haben den
das Haupt, den Leiter einer Firma, wir würden uns ihm unterordnen. In military, we submit to the head. Im Militär unterordnen wir uns dem Haupt unter. Yeah. Dem Hauptmann. Dem Hauptmann. There's other passages that give us a little bit more insight on that. Es gibt da noch andere Verse, die uns noch ein bisschen mehr darüber sagen werden. In 1 Corinthians 11, if you want to read that sometime, and 1 Timothy chapter 2. In 1. Korinther 11 und 1. Timotheus 2, wenn du das irgendwann mal lesen möchtest. He is connecting this thought of submission. Verbindet er diesen Gedankengang der Unterordnung to the thought that man was created first. Mit dem Gedanken, dass der Mann zuerst erschaffen wurde. And the woman was made out of man. Und die Frau wurde aus dem Mann gemacht. As a helper for him. Als Helfer für ihn. And that was unique in creation. Und das war einzigartig in der Schöpfung. Any other animal, it wasn't the case that way. Für jedes andere Tier war das so nicht der Fall gewesen. Only man, he first made the man, and then he made Eve out of Adam. Nur bei Menschen hat er zuerst den Mann erschaffen und dann hat er aus dem Mann die Frau Eva gemacht. God created man and woman with different roles. Gott hat den Mann und die Frau in unterschiedlichen Rollen erschaffen. And really that's what it is. It's just different roles that we have been given by God. Das ist wirklich alles, was es ist. Wir haben einfach nur andere Rollen von Gott bekommen. And we understand this in general. Und allgemein verstehen wir das auch. In our Western culture, when you get married, generally speaking, the woman would take the husband's name, last name. In unserer westlichen Kultur würde normalerweise die Frau den Nachnamen des Mannes annehmen. Now, I know that this is changing and a lot of people take double names. Und ich weiß, dass sich das verändert und viele Leute nehmen Doppelnamen. A lot of people that should have been really happy to get rid of their last name are taking double names. Viele Leute, die eigentlich ganz glücklich darüber sein sollten, über ihren Nachnamen zu verlieren, nutzen Doppelnamen. But generally speaking, in our culture, when a couple gets married, the woman takes the husband's name. Aber im Allgemeinen, in unserer Kultur, wenn die Frau heiratet, nimmt sie den Namen des Mannes an. So he's telling us here, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior. Now the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Er sagt uns hier also, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. So the first reason for that is that it's your Christian obedience to God. Der erste Grund ist also, dass es deine christliche Pflicht Gott gegenüber ist. The second reason is because God has created man and woman with different roles. Der zweite Grund ist, dass Gott Mann und Frau mit unterschiedlichen Rollen erschaffen hat. And now here we see the third reason is because marriage is a model of the relationship that Jesus has with the church. Und hier sehen wir jetzt den dritten Grund, denn Ehe ist ein Bild der Beziehung, die Jesus zu seiner Gemeinde hat. Your marriage and your future marriage is supposed to be a model, a picture of Jesus Christ and the church. Deine Ehe und deine zukünftige Ehe soll ein Modell, ein Bild von der Beziehung von Christus zu der Gemeinde sein. And that Jesus is the head of the church is unquestioned. Und dass Jesus das Haupt, der Kopf der Gemeinde ist, das ist klar. And he's telling us here, as Jesus is the head of the church, the husband is the head of this marriage relationship. Und er sagt uns hier, so wie Jesus das Haupt der Gemeinde ist, so ist auch der Mann das Haupt der Ehe. And there's this weird thing where he says, and is himself its savior. Und dann gibt es hier diesen komischen Teil, wo er sagt, und er ist der Retter des Leibes. Now, we understand that the man cannot save the woman spiritually. Wir verstehen das, wir wissen, dass der Mann
die Frauen geistlich gesehen nicht retten kann. And there's a bit of debate on what that means. Und es gibt da auch unterschiedliche Auffassungen darüber, was das genau bedeutet. The best explanation I could find is that he's the protector of the wife. Die beste Erklärung, die ich finden konnte, ist, dass der Mann der Beschützer der Frau ist. And we will see that in the following verses as well. Und das sehen wir auch in den folgenden Versen. What is interesting is that he speaks about marriage as being a body. Sehr interessant finde ich, dass er über Ehe spricht, als wenn es ein Leib ist. And it's a good picture, I guess. Und das ist wahrscheinlich ein sehr gutes Bild. Because if you take a body that is acting outside of the leadership of the head, denn wenn du einen Körper nimmst, der außerhalb der Leiterschaft des Kopfes handelt, then you have a very messed up person. Dann hast du eine Person, die ganz schön durcheinander ist. You know, the head tells the hand, take the hammer and hammer the nail. Der Kopf sagt der Hand, nimm den Hammer und hammer den Nagel rein. You know, but the hand says, okay, I'll take the hammer, but I think I should rather hammer on my thumb. Und die Hand sagt, ich nehme den Hammer, okay, aber ich glaube, ich sollte lieber auf meinen Daumen raufhauen. You know, it doesn't work outside of the head giving the command. Das funktioniert nicht, wenn der Kopf nicht die Kommandos gibt. So, we have been given 3 reasons for why this is. Wir haben also 3 Gründe bekommen, warum das so ist. It's part of her Christian duty. Es ist Teil ihrer christlichen Pflicht. It's the order of creation. Es gibt die Reihenfolge der Schöpfung. And it's a picture of Jesus Christ and His church. Und es ist ein Bild für Jesus Christus zu der Gemeinde und der Gemeinde. Now, if we would stop here, then we would feel like all the obligations are on the wife. Wenn wir jetzt hier aufhören würden, dann würden wir uns so fühlen, als wären alle Pflichten nur der Frau zukommen. But it's not true. Aber das ist nicht wahr. That's why I actually wanted to look at the husbands as well. Deswegen wollte ich eigentlich auch die Männer, die Ehemänner noch betrachten. But we'll have to wait till next week. Aber da müssen wir bis nächste Woche warten. But both men and women are called to die to self. Aber beide, sowohl Mann als auch Frau, sind dazu berufen, sich selbst zu sterben. Yeah. To give up themselves. Sich selbst aufzugeben. The wife does that through submission. Und die Frau macht das durch Unterordnung. Both men and women in marriage are called to sacrifice. Beide, sowohl Männer als auch Frauen, sind dazu berufen, Opfer zu bringen. The wife does that through submission. Und die Frau tut das durch Unterordnung. Both men and women are called to model Jesus in their relationship to one another. Männer und Frauen sind dazu berufen, die Beziehung von Jesus zur Gemeinde wiederzuspiegeln. The wife does that through submission. Und die Frau tut das durch Unterordnung. Both men and women are supposed to honor the order of creation. Männer und Frauen sollen die Reihenfolge der Schöpfung ehren. And both have to be motivated to love Both have to be motivated by the love of Jesus to themselves and by His commandments. Und beide Männer und Frauen sollen durch die Liebe von Jesus und seinen Geboten motiviert sein. Now, the men probably all noticed this little phrase. Die Männer wahrscheinlich haben diese kleine Stelle bemerkt. In verse 24. In Vers 24. It says here, also wives should submit in everything to their husbands. Da steht, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Sie sollen sich unterordnen in allem. The men probably circled it in their Bibles. Die Männer haben das wahrscheinlich unterstrichen in ihrer Bibel, oder? Do you see this in everything? Siehst du das hier in allem? No, it's not true. Nein, das ist nicht wahr. Now, I'm not saying that the Bible is not true. Ich sage jetzt nicht, dass die Bibel nicht wahr ist. But there is limits to a wife's submission to her husband. Aber es gibt Grenzen zu der Unterordnung der Frau zu ihrem Ehemann. If the husband tells his wife to sin,
Wenn wenn der Mann seiner Frau sagt, dass sie sündigen soll, she's not obligated to submit to him. dann muss sie das nicht tun. Sie hat nicht die Pflicht, sich ihm unterzuordnen. If her husband is mentally sick, wenn der Ehemann geistig krank ist, she doesn't have to submit to him when he asks crazy things of her. Dann muss sie sich ihm nicht unterordnen, wenn er verrückte Dinge von ihr möchte. If a husband is abusive to his wife, wenn ein Ehemann gewalttätig zu seiner Frau ist, she definitely has not to submit to that. Dann muss sie sich definitiv dem nicht unterordnen. And take another blow. Und einen weiteren Schlag. No. Nein. If her husband is committing adultery, wenn der Ehemann die Ehe bricht, she has not to submit to that. Dann muss sie sich dem nicht unterordnen. The Bible is very clear on that point. Die Bibel ist diesem Punkt auch ganz, ganz klar. The Bible tells you that you can divorce if that is the case. Die Bibel sagt, dass du dich scheiden lassen kannst in so einem Fall. Now, so these are some points, and probably there's some more. If the guy is drinking alcohol and using drugs, whatever. Das sind jetzt so die Punkte, und wahrscheinlich gibt es noch mehr, wenn der Mann vielleicht irgendwie Drogen nimmt oder Alkohol. But most of what is going on in a normal Christian marriage does not fall under that category. Aber die meisten Sachen, die in einer normalen christlichen Ehe vorgehen, fallen nicht in diese Kategorie. To the men. An die Männer. This is part of the woman's Christian duty. Das ist Teil der christlichen Pflicht der Frau. Now, do you expect it to be easy? Erwartest du, dass das einfach ist? Do you expect it to just come naturally? Erwartest du, dass das einfach nur ganz von natürlich kommt? No, not at all. Nein, überhaupt nicht. Prayer is also part of our Christian duty. Gebet ist auch Teil unserer christlichen Pflicht. There's nothing more attacked than prayer. Es gibt nichts, was so stark attackiert wird wie Gebet. Satan doesn't want this to happen. Satan möchte nicht, dass das hier passiert. Satan is challenging this in women. Satan fordert das hier in Frauen heraus. Plus, to be honest, we're no dream to submit to. Und um ehrlich zu sein, sind wir auch nicht unbedingt der Traum, den man sich unterordnen möchte. Did you ever think of cloning yourself and then, you have two yous? Hast du jemals überlegt, dich zu klonen und hast du zwei Du? Same thoughts, same emotions, same sins. Selbe Gedanken, selbe Emotionen, selbe Sünden. And now I'm telling you, submit to yourself. Und jetzt sage ich dir, ordne dich dir selbst unter. No, thank you. Nein, danke. Not at all. Überhaupt nicht. I'm out of here. Ich bin raus hier. But that is what Jesus is asking of the women. Aber das ist, was Jesus von den Frauen fordert. Don't make it hard on them. Mach es nicht noch schwerer für sie. Make it easier. Mach es einfacher. Be the husband, be the man that a woman can respect. Wie der Ehemann, der Mann, den die Frau respektieren kann. Don't be a chicken. Sei kein Huhn. Yeah. Whatever. Don't be a whiner. Memme. Sei keine Memme. Be a man after God's own heart. Sei ein Mann nach Gottes Herzen. And don't ever tell your wife, you need to submit to me. Und sag deiner Frau niemals, du sollst dich mir unterordnen. Pray for her. Bete für sie. And we'll look at this next week, but don't pray, Lord, bless me and change my wife. Und wir werden uns das auch nächste Woche noch anschauen. Aber bete nicht, Herr, segne mich und verändere meine Frau. No, we as men, we need to be on our knees to be the kind of man that this woman can actually do this. Nein, als Männer müssen wir auf unseren Knien sitzen und dafür beten, der Mann zu sein, den die Frau respektieren kann. We're supposed to love our wives. Wir sollen unsere Frauen lieben. And we are supposed to make it as easy as possible and to support them as much as we can in this. Und wir sollen es so einfach für sie machen wie möglich und sie so viel wie möglich unterstützen in dem.
So we will end here on this note. Deswegen werden an diesem Punkt werden wir jetzt auch aufhören. I'm not satisfied with that. Ich bin damit jetzt nicht glücklich. I don't wanna put any more pressure on you ladies than the Bible does. An die Frauen, ich möchte nicht noch mehr, nicht mehr Druck auf euch geben, als die Bibel es tut. I do understand this is hard. Versteht, dass das hier schwierig ist zu tun. And it's okay to fail in it. Und es ist auch okay, darum zu versagen. If we see it as part of the Christian walk, und wir es als Teil von dem geistlichen Leben sehen, then it is part of being made holy, being made more like Jesus. Es ist auch Teil davon, heilig gemacht zu werden, mehr so zu werden wie Jesus. Do you see this? How Jesus was the perfect example in submission to his Father. Kannst du das sehen, dass Jesus das perfekte Beispiel war, der Unterordnung zu seinem Vater? And you want to become more like Jesus. Und du möchtest mehr so werden wie Jesus. This is part of this walk for you. Und das ist Teil von diesem Prozess des Weges, den du gehst. And we will look at the men next week. Und wir werden uns die Männer nächste Woche anschauen. To you singles, I want to say this also. An alle Singles möchte ich das hier sagen. There's no guy that you need to submit to at all. Es gibt keinen Mann, den du dich unterordnen musst. But it's good to practice. Aber es ist gut, das zu üben. And the best way to practice is in the church. Und der beste Weg, das zu üben, ist in der Gemeinde. Because Paul is drawing this image of marriage and the church, back and forth, back and forth. Paulus malt hier dieses Bild von der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde immer hin und her. Now, I believe that if we are plugged into the church, und ich glaube, dass wenn wir in der Gemeinde verwurzelt sind, God will teach us about marriage, dann wird uns Gott über Ehe lehren. even if we're not married. Selbst wenn wir nicht verheiratet sind. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.